Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, okay, wir packen unsere Sachen und fahren direkt zum Tierarzt. Eigentlich ginge ja heute unsere Fähre nach Lewis und Harris. Aber ja, Cäsar geht vor und wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir da schnell drankommen und was rauskommt, ob die Reise vorbei ist, ob sie weitergehen kann. Ja, wir müssen einfach wissen, was los ist. Is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game. Ja Leute, nach unserer Boothie-Tour ist es allerhöchste Zeit jetzt für uns zu duschen. Und hier gibt es einfach öffentliche Toiletten und kostenlose Duschen und ich freue mich jetzt riesig auf eine heiße Dusche. Was eine Wohltat, so eine heiße Dusche. Perfekt. Ja. Oh, es war richtig schön. Und als Cäsar so lieb war und im Auto gewartet hat, bekommt er jetzt auch noch einen Treat. Wir gehen jetzt hier in das Café rein, da gibt es nämlich Frozen Hunde-Treats. Und mal gucken, was das ist. It's shining in Ice cream für die Eiscremes. Das Eis ist wohl so beliebt, dass es ausverkauft ist. Sie haben nichts mehr für Hunde da. Oh, sorry Cäsar. Ja. Gibt's ein Leckerli im Bus? Ja, da haben wir noch was. Gibt's halt lecker Fische. Und zack, da ist schon wieder dunkel. Der Tag ging dann doch wieder schneller rum. Ist aber immer so, wenn man irgendwie die ganzen Dinge erledigen muss. Wir haben noch Hundefutter gekauft, wir waren ja duschen vorhin. Jetzt haben wir hier noch ein Paket weggeschafft in Inverness, weil dieser Heizlüfter, den wir bestellt hatten, als Ersatz für unseren kaputten Lüfter im Auto, der hat auch nichts gebracht, deswegen haben wir den wieder zurückgeschickt jetzt. Und dann sind bei Tina beide Hosen gerissen. Deswegen ist sie gerade noch mal jetzt in den Laden rein und guckt, ob sie noch schnell eine Hose findet. Ja, und wenn wir das dann erledigt haben, dann heißt es, wir werden Richtung Westen weiterfahren. Wir haben nämlich die letzten Tage ein Ticket gebucht und zwar werden wir mit der Fähre auf die äußeren Hebriden übersetzen. Das wollten wir schon lange machen und wir haben uns den Traum jetzt mal erfüllt. Und wir freuen uns da auch schon sehr drauf. Wir sind sehr gespannt, wie es wird. Vom Wetter kann es natürlich sehr turbulent werden. Die Westseite Schottlands vom Golfstrom am meisten beeinflusst. Wir lassen es einfach auf uns zukommen und hoffen, dass es nicht zu viel Sturm und Regen gibt. Und wir einfach so viel von der Insel mitnehmen können wie möglich.
ganz normale Frühstückswahnsinn. Er hat schon gefrühstückt, aber sobald wir anfangen, geht's hier ab, gell? Ja. Da wird's mit allen Mitteln versucht. Jo. Willst du jetzt auch Salami? Du hast doch schon gegessen, Cäsar. Bin ich halt beleidigt und gucke aus dem Fenster. Ja, das war klar. Das war klar. Deshalb bist du jetzt beleidigt mit mir, dass ich dir keine Salami gebe. Ich werde hier gnadenlos ignoriert. Hey. Kuckuck. Er hat es nochmal versucht, sich anzunähern und hofft auf Salami. Man hört's. Und dann zeig einfach wieder die kalte Schulter. Vielleicht werden die irgendwann weich. Regen, Regen, Regen. Ja, wir machen heute glaube ich nur einen Fahrtag. Bei dem Wetter können wir eh nichts anderes machen. Und ja, da kommen wir einfach unserem Ziel heute näher. Wir fahren heute noch auf Sky. Richtig? Ja, I love Sky. Und ich hoffe, dass es da weniger regnet. Auf Sky? Ich glaube nicht. Ja. Naja, aber wir werden ja, einfach den Tag nutzen zum Fahren und dann werden wir noch ein bisschen am neuen Video arbeiten. Dann kriegt man die Zeit schon rum. Ja. Bei Regen ist nämlich unser nicht funktionierendes Gebläse das größte Problem, weil die Scheibe immer und immer wieder anläuft. Everywhere I've been, this medicine keeps telling me I'm winning. Bevor wir weiter auf die Isle of Skye gefahren sind, haben wir die kurze Regenpause genutzt, um mit Cäsar laufen zu gehen und einzukaufen. Die Wetterbedingungen in Schottland fordern einen manchmal etwas heraus, wenn man Vollzeit mit einem Hund im Bus lebt. Deswegen versuchen wir stets, jeden trockenen Moment zu nutzen. Man lernt damit umzugehen, auch wenn wir derzeit nicht bestens für dieses Wetter gerüstet sind. Die Insel begrüßt uns mal wieder mit Regen und Wind. Das kann sie besonders gut. Aber sie ist auch unglaublich schön. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man auf Sky fährt, dann muss man diesen Regen und diesen Wind akzeptieren, da gehört dazu. In a quarter mile, then the roundabout, take the third exit and stay on A87. But I am gonna stay just one more night, so I can trick myself like you were here. Oh Marilyn, how have you been? I've been looking for a place within. On this carousel, keep spinning me up and down through heaven and hell. Did I arrive too late? Did I make you wait? Now tell me where you've been and everything you've seen. Did I arrive too late? Did I make you wait? Now tell me where you've been. Na, guck mal, wer ist denn da? Cäsar! Das ist Rob und Archie! Da sind die zwei! Archie! Hey Archie! Hey Archie!
richtig bereit, ne? Oh, die sind so aufgeregt beide. Ja, ihr zwei. Oh, that's wonderful. Einen wunderschönen guten Morgen von der Insel Skye. Es ist schon wieder so atemberaubend hier. Wir sind aufgewacht, es hat geschneit die Nacht, es ist alles gefroren. Die Sonne scheint, es ziehen ein paar Wolken durch. Das sieht einfach absolut Hammer aus hier. Also jedes Mal, wenn wir auf die Insel Skye fahren, werden wir komplett wieder neu umgehauen. Von dieser Schönheit, von dieser Landschaft, das ist einfach einzigartig. Tina hat gestern schon gesagt, also wenn wir jemals irgendwann ein Haus kaufen, wenn wir das Geld dafür haben, dann hier auf Skye auf jeden Fall. Das ist ein absoluter Traum, hier zu leben. Das Wetter ändert sich hier halt wirklich alle 2 Minuten, aber es ist einfach unglaublich, was das für einen Blick jedes Mal bietet. Alles voller Haare, ne? Wir könnten wirklich Selbstwolle glauben. Ja, wir können mal einen Pullover aus Cäsar seinem Fell verkaufen. Wahnsinn! Wir haben uns ja gestern Abend hier mit Rob und Archie wieder getroffen und die hatten ja einen super schönen Stellplatz schon rausgesucht. Hier im Hintergrund sieht man Old Man of Store, da waren wir ja auch schon letztes Jahr. Sieht einfach nur zauberhaft aus. Vielleicht fahren wir da heute noch mal vorbei und riskieren noch mal einen Blick nach oben. Ansonsten haben wir jetzt gefrühstückt mit dieser wunderschönen Kulisse. Machen jetzt den Busstart klar und werden dann jetzt irgendwann demnächst losfahren. Und einfach mal gucken, was der Tag so bringt. Das ist grandios. Diese riesigen weißen Wolken, die sich da hinten auftürmen. Dann der blaue Himmel als Kontrast dazu. Die weißen Berghänge werden von der Sonne angestrahlt. Also ich könnte mir gerade keinen schöneren Ort vorstellen als hier. Einfach perfekt. Und auch wenn gerade alle im Süden in Marokko oder in Spanien sind und der Sonne frönen und am Meer sind, ich würde gerade nicht tauschen wollen. Es ist gerade einfach nur absolut geil hier.
So, ich gehe jetzt noch mal hier hoch gucken in den Wald, ob da ein paar umgestürzte Bäume oder Äste liegen und ich mir da ein bisschen Feuerholz holen kann. Weil wir sind schon seit Tagen auf der Suche nach Feuerholz. Auch als wir in die Bufe gegangen sind, haben wir ja nichts gefunden in dem Laden. Irgendwie gerade alles überall ausverkauft. Und jetzt gucke ich einfach mal, ob ich hier was finde, ob ich Glück habe. Puh. Oh no. Das ist ein Zaun. Scheiße. Ich weiß nicht, ob diese Baumschimpfe da drüben trocken genug sind oder ob die schon so vollgesaugt sind mit Wasser, dass es keinen Sinn macht. Gucken wir mal. Cäsar, kommst du mit? Na komm. Is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. It's leaving now. I waited here but nothing came. So I close my eyes, 'cause you reflected it. Leute, was für eine spektakuläre Fahrt schon wieder bis hierher. Wir sind jetzt ganz oben im Nordwesten der Insel und werden jetzt erstmal eine kleine Runde spazieren gehen mit den Hunden und den Ausblick genießen. Ist einfach überragend. Die Berge im Hintergrund schneebedeckt. Hier am nordwestlichsten Punkt ist aber kein Schnee mehr, also hier, wo wir gerade sind. Also man hat diesen Kontrast zwischen den schneebedeckten Bergen und den grün, rot, orange gefärbten Feldern. Das ist einfach geil. Ja, jetzt gehen wir erstmal raus. Mal gucken, wie stark der Wind ist. Heute ist auf jeden Fall wieder Sturm hier auf der Insel. Das ist auch immer typisch und muss einfach sein. Ansonsten ist man nicht auf Sky. Ja. Feel free to run, make it once again, and dreams turns into ashes. Here you are. Oh, ich bin ultra fett eingepackt, habe den übelst dicken Zwiebellook an und mir ist trotzdem kalt. Es ist so ultra windig hier. Oh. Das 10, ne? Ja, Wahnsinn. It's shining through the light in you. It shines so true. The light. So, das Wetter hat uns in die Knie gezogen. Wir wollten eigentlich vor bis zur Küste, aber es ist so stark am Regnen, am Schneien, am Eishagel. Wir hatten jetzt alles in 5 Minuten. Wir sind komplett durchnässt, deswegen fahren wir zum Stellplatz und
verbringt, glaube ich, den Rest des Tages drinnen, beziehungsweise so lange, bis es wieder trocken ist draußen. Ja. In you. Ist ein Nein. Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt einen Notfall und müssen mit Cäsar ganz dringend zum Arzt. Vor 2 Tagen ist er im Morast rumgerannt und hat da wahrscheinlich sein Bein total überstrapaziert. Er hat dann das erste Mal da abends übelst gefiebt und geheult und gejault. Und wir haben ihm dann Schmerzmittel gegeben und gestern war es dann schon wieder besser. Wir konnten auch mit ihm spazieren gehen und er hat selbstständig sein Bein wieder belastet, aber natürlich hat man gesehen, dass er noch Schmerzen hat. Aber es war halt schon wesentlich besser und ja, heute Morgen hat er dann wieder angefangen enorm zu fiepen und zu jaulen. Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, okay, wir packen unsere Sachen und fahren direkt zum Tierarzt. Eigentlich ginge ja heute unsere Fähre nach Lewis und Harris. Aber ja, Cäsar geht vor und wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir da schnell drankommen und was rauskommt, ob die Reise vorbei ist, ob sie weitergehen kann. Ja, wir müssen einfach wissen, was los ist, weil es ist so schlimm, den so leiden zu sehen. Und Ja. Also laufen geht irgendwie. Also er läuft auch gerne, er will raus, will sich bewegen, bleibt jetzt auch nicht sitzen oder so. Aber sobald er seine Vorderfüße auf irgendwas draufpackt und quasi erhöht ist, was er bei unserem Hocker immer macht, nur aufs Bett hochzugehen, fängt er übelst an zu schreien. Also wir sind gerade aufgewacht, weil er mit den Vorderfüßen auf den Hocker gegangen ist und hoch ins Bett wollte. Und er hat übelst angefangen zu schreien, aber so richtig geschrien. Und ja. boah, das ist bis ins Knochenmark gefahren. Ja, und das haben wir, also dieses Geräusch haben wir vorher noch nie gehört. Noch gar nie zuvor. Oh, ja. Oh, Cäsar. Oh, das ist echt richtig dolle Sorgen. Cäsar. Was ist los? Wir machen uns ganz große Sorgen. Ja, ich habe die Tierärztin hier nicht erreicht und deswegen fahren wir jetzt noch zum anderen Ort. Da habe ich mit dem Tierarzt schon telefoniert und der ist so lieb und nimmt uns in einer Stunde dran und guckt sich Cäsar an. So, Cäsar hat seine Medizin bekommen und hat auch ein paar richtige krasse Painkiller bekommen. Hier. Sogar mit extra Aufschrift. Ach, krass. Der Arzt hat herausgefunden, dass es einfach krasse Rückenschmerzen sind. Es ist nicht sein Bein. Es ist wirklich sein Rücken. Also er hat ihn hier überall abgetastet und er hat natürlich wieder Er hat übelst gefiebt, als er an der geschrien. Stelle an der Wirbelsäule war. Ja, und dann hat er gesagt, es ist nicht sein Bein, es ist sein Rücken. Und dadurch hat er natürlich auch immer gefiebt, als wir ihn hochgenommen haben, weil wir ihn falsch gehalten haben. Also wir muss bei Wir sind Rückenschmerzen... zwischen die Beine bin ich immer durch, habe ihn noch gehoben. Und er hat gesagt, wir müssen ihn von außen nehmen, Genau. sodass sein Rücken gerade bleibt. Und Von vorne und hinten, genau. Ja, das war jetzt eine teure Angelegenheit. teurer Arztbesuch, ja. Das waren 210 € für 20 Minuten.
Aber egal. Ja, wir wissen jetzt, was Sache ist. Egal. Er hat Schmerzmittel und ja, wir sollen es ruhig angehen lassen, hat er gesagt. Und er hat gesagt, das ist natürlich bei Hunden immer schwierig, vor allem wenn wir einen sehr aktiven Hund haben, was wir hier haben. Er meinte, es sollte jetzt innerhalb der nächsten Woche besser werden. Wenn es nicht besser wird, müssen wir auf jeden Fall eine größere Klinik fahren. Und Röntgen, X-Ray hat er gesagt, und ja. genau. Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist nur irgendwas Muskuläres, irgendeine Verspannung und dass das wieder von alleine sich löst jetzt. Ja. Was ein Morgen, ey. Ich dachte, wir stehen ganz entspannt auf, ihm geht schon viel besser, frühstücken lecker und fahren dann Zur entspannt Fähre. zur Fähre. Weil es für mich in meinem Kopf sowieso noch zusätzlich Stress ist mit meiner Seekrankheit, aber ja, es kommt wie immer anders. Ich hoffe nur, dass es ihm besser geht mit den Schmerzmitteln. Ja. Langsam lässt der Schock ein bisschen nach und ich bin einfach mega froh, dass wir so spontan zum Tierarzt gehen konnten und der sich einfach Cäsar angeschaut hat. Und ich hoffe jetzt, dass die Schmerzmittel helfen und dass es ihm einfach ganz bald wieder besser geht und wir nicht noch irgendwie in eine Stadt fahren müssen, weil es schlimmer wird, weil ja, Röntgen kann man auf jeden Fall nicht auf Lewis und Harris. Ja, wir fahren jetzt zum Hafen und nehmen dann auf jeden Fall die Fähre auf die Insel. Wir sind hier in der schönen Hunde-Area. Das ist total bequem. Ist it comfy? Very comfy. So 1,5 Stunden schlafen. Because it's salty and the cat's You got a nice hairy muff. Yeah, so maybe just try to get it better. Followed by one prolonged blast on the ship's whistle, alarm bell, or public address system. A safety message will follow shortboard. In the unlikely event of it to proceed to the nearest must a crew member will issue you with a life jacket. Ausgelockt. Die Pillen helfen. What's the best decision to come here? No words needed. Look out of the window.
Bye.